Ich lebe seit 9 Jahren vegan. Mein längstes Selbstexperiment bisher. Und ja, es war härter, als ich dachte. Der Weg dahin war alles andere als einfach. Was, wenn das alles gar nicht so gesund ist? Was, wenn ich nach fast einem Jahrzehnt doch noch schwach werde? Und wie ich das alles geschafft habe? Und was ich auf dem Weg gelernt habe? Davon erzähle ich euch heute. Ich habe Bluttests gemacht, alte Fotos rausgekramt und zeige euch, wie fit ich mich gerade fühle, was ich die ganze Zeit so esse und ob ich aktuell wirklich noch vegan lebe. Im gesamten Video gibt es übrigens keine Bilder oder Videos, wie Tiere ausgebeutet werden. Ich möchte heute anders darüber sprechen. Aber damit wir alle wissen, wovon wir sprechen, was bedeutet eigentlich vegan? Vegan lebende Menschen verzichten komplett auf tierische Produkte. Kein Fleisch, keine Milch, keine Eier oder Honig. Vegetarier essen keine Tiere, aber Milch oder Eier oder Honig. Fleischesser essen alles. Studien weisen darauf hin, dass vegan lebende Menschen oft schlanker sind, bessere Blutwerte und ein geringeres Risiko für Herzkrankheiten, Diabetes und bestimmte Krebsarten haben. In Deutschland leben etwa 2% vegan und 9% vegetarisch, überwiegend Frauen. Diese Definition von Veganismus und dem Verzicht tierischer Produkte ist weit verbreitet und falsch. Wie falsch sie ist, habe ich auch Dennis Busch gefragt. Wir kennen uns seit der Grundschule und Dennis ist inzwischen seit 16 Jahren vegan. Er ist Teil des Podcasts Richtig laut vegan und organisiert deutschlandweit den Neon-Protest. So, du bist selber vegan, weißt die Definition von Veganismus nicht und das ist tatsächlich ein Riesenproblem, weil die meisten Leute kennen die Definition von Veganismus nicht und die meisten veganen Menschen kennen die Definition von Veganismus nicht. Das heißt, man macht irgendwas, was man überhaupt gar nicht versteht und wo man überhaupt gar nicht weiß, worum es geht. Deswegen wird Veganismus auch fehlrepräsentiert, fast immer. Das ist auch der einzige Grund, warum so viele Leute dagegen sind, weil eigentlich gar keiner weiß, worum es da eigentlich geht. Und warum? Weil der Stadt. Das ist eine Stadt. Die heißt wirklich so. Ich finde es spannend, dass viel mehr Frauen auf Fleisch verzichten als Männer. Männer müssen sich laut Umfragen auch viel öfter für ihre Ernährungsform rechtfertigen. Es sorgt auch dafür, dass sie sich seltener trauen, auf Fleisch zu verzichten oder auch Angst haben, sich mit den Hintergründen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, mir ging es früher auch nicht anders. Dabei habe ich meine erste fleischlose Phase bereits als Jugendlicher, als Teenie, als Teenie Idols for You. Ja. Das ist eine echte Website und das bin wirklich ich, aber darum geht es jetzt überhaupt nicht. Es geht um einen Weg voller Rückschläge, über Jahre. Ich fange früh an und breche aber auch immer wieder ab. Und das hat Gründe, die ich lange gar nicht verstehe. Denn bereits als Jugendlicher habe ich meine erste fleischlose Phase. Ich ernähre mich einige Jahre lang vegetarisch. Und zwar, weil ich gelesen habe, dass ein Schauspieler, den ich super finde, sogar vegan ist. Jeff Goldblum. Der ist übrigens gar kein Veganer. Naja, aber er ist gut trainiert, sehr charismatisch und beides will ich damals auch sein. Heute eigentlich auch immer noch. Und warum? Keine Fragen. Zur gleichen Zeit fängt mein guter Freund Dennis an, vegetarisch zu leben. Und zum Leidwesen meiner Eltern mache ich das dann auch. Und während Dennis' Mutter einfach immer das Fleisch wegwirft, das er auf dem Teller liegen lässt, kochen meine Eltern meckernd jeden Tag 2 Gerichte. Im Freundeskreis führt das allerdings zu Spannungen. Zum Beispiel Problemen auf Partys und es ist insgesamt alles andere als einfach. Unter anderem, weil ich selber gar nicht so genau weiß, warum ich das mache. Wegen Jeff Goldblum ist kein so überzeugendes Argument damals. Schade eigentlich. Aber ich ziehe es durch. 2 Jahre. Und vielleicht gefällt es mir auch ein bisschen anders zu sein. Doch dann passiert etwas, das alles zum Einbruch bringt. Dieser Fehler frustriert mich zutiefst und zeigt mir, dass ethisches Handeln oft viel Aufmerksamkeit erfordert, gerade am Anfang. Für unsere Umwelt gibt es allerdings auch einen Weg, der sehr viel direkter und leichter umzusetzen ist. Planet Wild, eine unabhängige Naturschutzorganisation, die weltweit Projekte unterstützt, die unsere Erde und Tiere schützen. Vom Aufforsten zerstörter Wälder über das Retten bedrohter Tierarten bis hin zum Entfernen von Plastik aus den Meeren. Und das Ganze ist komplett community-finanziert. Das bedeutet, kein großes Unternehmen steckt dahinter, sondern inzwischen fast 14.000 Menschen wie du und auch ich, die sagen, ich will Teil der Lösung sein. Wir können direkt sehen, was unsere Beiträge jeden Monat in der Natur bewirken. Auf dem YouTube-Kanal von Planet Wild gibt es jeden Monat ein neues Projektvideo, in dem sie transparent zeigen, welches Projekt die Community aktuell unterstützt und was dadurch konkret erreicht wurde.
Zum Beispiel hat Planet Wild in einem ihrer letzten Projekte Kettensägensensoren benutzt, um einen der letzten Urwälder Europas zu retten. Unterstützt Planet Wild. Egal wie viel du geben kannst, jeder Euro zählt. Das Ganze kannst du monatlich oder auch jährlich machen. Und die ersten 100 von euch bekommen den ersten Monat komplett kostenlos. Und keine Sorge, ihr könnt das Ganze jederzeit kündigen. Falls ihr Planet Wild erstmal in Aktion sehen wollt, schaut euch zum Beispiel dieses Video an, wo sie helfen, einen der letzten Urwälder Europas zu retten. Und ich will jetzt wissen, welcher Fehler mich so frustriert, dass er alles zum Einbruch bringt. Es ist Herbst. Ich sitze mit Freunden bei meinen Eltern am Tisch und meine Mutter fragt plötzlich, ob ich wieder Fleisch esse. Ich sage nein und sie eröffnet mir peinlich berührt, dass in der bunten Gemüsesuppe, die ich gerade fröhlich in mich reingeschlürft habe, klein gehackte Fleischstückchen sind. Also, sie hat allen einen Teller hingestellt und ich habe mir direkt genommen und direkt angefangen zu essen, weil ich einfach Hunger hatte. Ja, meine Suppe kam nämlich dann etwas verspätet. Die sollte eigentlich dann im nächsten Schwung kommen, aber da hatte ich schon die Hälfte von der Suppe gegessen. Das hat mich damals richtig wütend gemacht. Also auf mich selber. Weil ich habe es jahrelang geschafft, fleischfrei zu leben. Und jetzt bin ich wieder kontaminiert. Tatsächlich frustriert mich das so sehr, dass ich in den Monaten danach weniger darauf achte, was ich esse. Und ein halbes Jahr später schiebe ich wieder ohne Rücksicht alles in mich rein. Dabei bleibt es auch eine ganze Weile. Ich beschäftige mich eigentlich gar nicht mehr mit dem Thema. Im Rückblickend würde ich sagen, ich verdränge es sogar ein bisschen. Bis ich dann in Berlin Film studiere. Ich komme in ein Umfeld, in dem einige Menschen sogar vegan leben. Allerdings sind die mir in ihren Aussagen viel zu radikal und extrem und ich halte mich dann eher fern von ihnen, bis ich einer von ihnen dann extrem nahe komme. Und ist das vielleicht mein Einstieg? Reicht das jetzt, um das vegane Leben endlich durchzuhalten? Nach dem Filmstudium lerne ich eine Veganerin kennen und lieben. Wir leben am Cottbuser Tor in einer Wohnung zusammen und ich bin hochmotiviert wegen ihr, erstens Türkisch zu lernen und zweitens vegan zu leben. Türkisch lernen scheint mir sehr viel komplizierter. In Wahrheit ist es dann aber umgekehrt. Die Übergangsphase vom Allesesser zum Veganer ist deutlich schwieriger, als ich erwartet habe. Ständig habe ich Magenprobleme, fühle mich nicht richtig satt und irgendwie erschöpft. Heute glaube ich, dass vieles davon psychosomatisch war. Ich halte ganze 3 Wochen durch, bis sich meine Magenprobleme so verstärken, dass ich das als Ausrede nutze, um aufzuhören, um wenigstens wieder Milchprodukte zu mir zu nehmen. Und nach Ende der Beziehung dann auch wieder Fleisch. Und warum? Keine Fragen. Ich habe wieder, ohne tieferes Verständnis, nur meine Ernährung umgestellt. Auch das ist ja nur ein Aspekt des Ganzen. Vielleicht habe ich es gemacht, um jemandem zu gefallen, aber nachhaltig durchhalten kriege ich so nicht hin. Es dauert nochmal ganze 3 Jahre, bis sich wieder was ändert. In der ganzen Zeit esse ich alles, ohne drüber nachzudenken. Und die Änderung, die dann kommt, hat ziemlich ungewöhnliche Gründe. Wie die Gründe, warum ich diesen Pullover trage. Aber darum geht's jetzt nicht. Warum dauert das so lang? Ich habe mich jetzt doch mehrfach mit dem Thema beschäftigt. Zu verschiedenen geistigen Reifestufen, sage ich jetzt mal. Und trotzdem falle ich immer wieder in meine alten Gewohnheiten zurück. Dazu gibt es glücklicherweise massenhaft Forschung. Und ein wichtiger Aspekt bei der Suche nach Antworten ist wie so oft unsere Psyche. Studien von 2022 und 2024 weisen darauf hin, dass unsere Psyche uns vor gewissen Wahrheiten schützt und dafür sorgt, dass wir Dinge ausblenden. Und wie abgedreht das wirklich ist, wow, wusste ich selber nicht. Viele Menschen, die Fleisch essen, erleben einen inneren Konflikt. Sie mögen Tiere, essen sie aber trotzdem. Studien weisen darauf hin, dass dieses Fleischparadox entsteht, weil Menschen das Leid der Tiere bewusst ausblenden, um sich nicht schuldig zu fühlen. Sobald es um das Bewusstsein und Leiden von Tieren geht, wenden sich viele ab. Wir leugnen dann, dass Tiere denken und fühlen können. Besonders, wenn wir sie essen wollen. Denn je mehr wir Tiere als fühlend wahrnehmen, desto schwerer fällt uns der Verzehr. Dieses Ausblenden beruhigt das Gewissen. Wenn wir aber direkt mit diesem Fleischparadox konfrontiert werden, spüren wir den Konflikt deutlicher. Und ein veganes Leben erscheint uns logisch. Die Herausforderung ist, die Verdrängung zu durchbrechen und bewusster hinzusehen. Und warum? Weil der Nein und keine Fragen. Allerdings ist wichtig, wie die Konfrontation mit diesem Paradoxon stattfindet.
Ich persönlich werde durch mein Umfeld in Berlin nämlich sehr laut und radikal mit Veganismus konfrontiert. Mich persönlich schreckt das eher ab, statt mir die Augen zu öffnen, auch wenn ich weiß, dass andere Leute diesen Weg gut finden und dadurch besser reinkommen. Aber für mich kommen die Leute mit zu krassen Vergleichen und heftigen Anschuldigungen auf mich zu, sodass ich oft überhaupt nicht mehr richtig zuhöre. Ich will das nicht hören. Ich will mich damit nicht beschäftigen. Ich will einfach nur weit, weit weg sein. Einige Jahre später ziehe ich nach Köln und lerne auch hier wieder viele vegan lebende Menschen kennen. Die sind in der Kunstszene plötzlich überall. Aber die Art und Weise ist in Köln etwas anders. Manchmal wird entspannt eine Info fallen gelassen, eine Nachfrage zur Kleidung gestellt oder anderen Dingen und wir essen immer vegan. Dadurch erfahre ich viel über diesen Weg, wie vielfältig lecker und ausgewogen allein die Ernährung ist. Denn Ernährung ist ja nur ein Teil von Veganismus. Was ist eigentlich die Definition von vegan? Die offizielle Definition ist nämlich auch weitaus softer, als man so denkt. Der Veganismus ist eine Philosophie und Lebensweise, die danach strebt, alle Formen der Ausbeutung von und Grausamkeit gegenüber Tieren, soweit es möglich und praktisch durchführbar ist, zu vermeiden, sei es für Ernährung, für Kleidung oder für irgendeinen anderen Zweck. Das heißt, wenn jetzt jemand aus persönlichen Gründen, sei es aus gesundheitlichen Gründen, wenn jemand eine harte Unverträglichkeit hat oder irgendwelche Nährstoffe nur aus irgendwas Tierischem beziehen kann, wenn so jemand sagt, er könne nicht vegan sein, dann ist es per Definition falsch. Weil die Definition sagt, so weit wie möglich und praktisch durchführbar. Und so weit wie möglich ist ja für jeden möglich. Es geht hier nicht darum, mehr zu machen, als es geht, sondern es geht darum, halt Ausbeutung abzulehnen, so weit wie du kannst. Und das finde ich eine echt große Stärke von der Veganismusdefinition. Auch wenn du in Anführungszeichen nicht vegan sein kannst, weil du glaubst, es geht um den reinen Verzicht an Tierprodukten, dann kannst du trotzdem vegan sein. Weil selbst wenn du irgendwelche Nährstoffe brauchst, die nur aus Fleisch zu beziehen sind oder nur aus irgendwelchen Tierprodukten und sonst kannst du nicht vegan gesund leben, dann ist das in der Definition von Veganismus abgedeckt. Angenommen, es gäbe irgendwas, was machen müsste, dass ich Eier essen muss. Ja, dann muss ich Eier essen, um weiterhin gesund zu bleiben. Aber dann gehe ich immer noch nicht in den Zoo und in den Zirkus und ich kaufe mir keine Ledertasche und ich gehe nicht vegan essen. Das ist kein Freifahrtschein. Also der Veganismus ist nicht kaputt, wenn es Schwierigkeiten gibt. Veganismus heißt Leben, ohne Tiere auszubeuten. Nicht töten oder essen, keine Milch oder Eier wegnehmen und keine Gefangenschaft in Zoos oder Haut oder Wolle für Kleidung verwenden. Und vor genau 10 Jahren fängt es an, in der Gänze bei mir langsam Klick zu machen. Und zwar Weil der Stadt. Der Ortsname Weil der Stadt entstand übrigens zur Unterscheidung von anderen Orten, die auch Weil hießen. Aus der häufig genutzten Form in Weil der Stadt, wie zum Beispiel in Ich lebe in Weil der Stadt, entwickelte sich dann der heutige Name Weil der Stadt, der Mitte des 19. Jahrhunderts festgelegt wurde. Weil der Stadt, ja, absolut faszinierend. Okay. Also, kommen wir mal wieder in die Gegenwart, und zwar ins Jahr 2015. Denn da beschließe ich erneut, vegetarisch zu leben. Den Anstoß gibt eine Zusammenarbeit mit dem WWF. Bei einer Reise nach Brasilien als Dokumentarfilmer bekomme ich Einblicke in die Fleisch- und Fischverarbeitung und sehe Dinge, die ich hier nicht zeigen werde, die aber dafür sorgen, dass Fleisch ab diesem Zeitpunkt für immer vom Tisch ist für mich. Erkenntnis ist eine Einbahnstraße. Auf dieser Reise passiert etwas mit mir. Aber abgeschlossen ist meine Erkenntnis hier noch nicht. Dieser erste Schritt ist trotzdem wichtig, denn für mich persönlich erleichtert es den zweiten Schritt später enorm. Auch wenn dieser fast nochmal ein Jahr braucht, um endgültig vollzogen zu werden. Der letzte Schubser kommt durch ein YouTube-Video. 12.03.2016. Es ist nicht die Dokumentation Earthlings oder eine der vielen anderen wichtigen Dokumentationen über die grausame Behandlung und Ausbeutung von Tieren, sondern eins von diesen YouTube-Videos, das alles für mich ändert. Wenn wir weiter so viel Fleisch konsumieren, zerstören wir uns und den Planeten. Der Mensch hat schon immer Fleisch gegessen und wird es auch immer. Daran wirst du jetzt nichts ändern können. Das Argument, dass es irgendetwas schon immer gegeben hat und deswegen richtig ist natürlich bulletproof. Du kannst ihn doch nicht aus der Verantwortung ziehen, wenn du jemand anderes dafür bezahlst, dein Tier zu töten. Beef mit Luna ist ein typisches grenzhumoriges Video von Mimi, das über Veganismus, Milchproduktion und die Fleischindustrie in seinem gewohnt derben und grenzüberschreitenden Humor aufklärt.
und mir tatsächlich final die Augen öffnet. Da ist er, der Moment, an dem ich durch das Paradox breche und nicht mehr zurück kann. Also, noch am gleichen Tag beschließe ich, meine Ernährung komplett umzustellen. Ich will noch meinen Kühlschrank leer essen und dann anfangen. Und das klappt auch fast. Aber bis ich wirklich weiß, auf was ich alles achten möchte und nach Definition auch sollte, vergeht noch eine Weile. In den nächsten Monaten lerne ich, wie weit Veganismus geht. Aber wie lange gibt's diese vegane Bewegung eigentlich schon? Das ist doch irgend so ein neumoderner Schnickschnack. 1944 gründet Donald Watson in England die Vegan Society, um ein ethisches Problem zu lösen. Warum gelten Kühe als Milchmaschinen und Hunde als Familienmitglieder? Laut Definition ist Veganismus eine Lebensweise, die alle Formen der Ausbeutung und Grausamkeit gegenüber Tieren so weit möglich vermeidet. Kein Perfektionismus, sondern Konsequenz. Medikamente sind erlaubt, Leder nicht. Es geht nicht um Gesundheit oder Klima. Das sind Bonuspunkte. Der Kern ist Gerechtigkeit. Wenn wir keine logische Grenze finden, warum Menschen Schutz verdienen, Tiere aber nicht, liegt das Problem nicht bei den Tieren. Veganismus ist die Überzeugung, dass Mitgefühl logisch ist. Veganismus ist also keine Ernährungsform, sondern eine Haltung gegen die Ausbeutung von Tieren. Es geht allein darum, anderen Lebewesen kein Unrecht zuzufügen. Das ist der vegane Gedanke und den versuche ich 2016 immer konkreter umzusetzen. Einkaufen wird erstmal etwas komplizierter für mich, da ich vor allem auf versteckte tierische Zutaten achten muss. Oder herausfinde, dass Klopapier absurderweise oft nicht vegan ist, weil in manchen so tierische Weichmacher drin stecken, aus Gelatine. Oder auch Honig, der in Limonaden steckt. Milch, die in komplett normalen Standardbrötchen ist, ohne einen Hinweis. Aber am schlimmsten von allem, sind diese kryptischen Zahlen wie E441 oder E120. E441 ist Gelatine, also ein Stoff, der aus Knochen und Haut von Tieren hergestellt wird. Der ist in Gummibärchen oder Marshmallows drin. Und E120 ist so ein roter Farbstoff, der aus Läusen gewonnen wird. Der steckt dann auf den Joghurt oder roten Getränken. Und das alles irgendwie auf dem Schirm zu haben, war erstmal so ein Overkill. Doch durch ein paar gute Websites und auch ein paar Apps bekomme ich dann nach und nach den Überblick. Nein. Wegen Überblick? Nein. Es dauert ganze 6 Monate, bis ich mich so sicher fühle, dass ich mich selbst als Veganer bezeichne. Und ein Jahr später esse ich wieder Käse. Was? Warum? Mit welcher Begründung? Und sag jetzt nicht, weil der Stadt. Keine Fragen. Okay. Es war so. Bei den Dreharbeiten für meiner Webserie Zoo ohne Tiere bestellt das ganze Team Pizza. Leider gibt es keine vegane Option, aber ich habe vorgesorgt und mir etwas mitgebracht. Am Ende bleibt trotzdem eine ganze Pizza übrig. Eine Pizza Margherita. Und ein Teammitglied nimmt sich diese Pizza und will die gerade in den Müll schmeißen. Die Mülltonne ist schon offen und da interveniere ich, weil das finde ich falsch. Ich will unnötige Verschwendung vermeiden. Also sage ich, nee, komm, ich esse die noch, die muss nicht weggeschmissen werden. Und esse die Pizza. Mit Käse drauf. Wie problematisch ist sowas? Das ist jetzt ja ein Bruch mit meinem Veganismus. Jetzt hast du bei einer übrig gebliebenen Pizza, wenn wir jetzt wirklich in der Situation sind, dass diese Pizza ansonsten im Müll gelandet wäre, hast du ja keine Nachfrage erzeugt. Das heißt, insofern denke ich, ist es schon als vegan zu betrachten, wenn man so eine übrig gebliebene Sache isst. Allerdings hat man ein anderes großes Problem und das ist die Außenwirkung. Dass die Leute sehen, ach, der Veganer isst eine Käsepizza, da scheint ja nicht so viel dran zu sein an dem Veganismus. Und zum Zweiten legitimierst du das ja, dass man halt Tierprodukte wieder als Lebensmittel sieht. Da kannst du ja auch mal selber überlegen, wenn du wüsstest, dass es eine Pizza ist, die mit Käse von einer menschlichen Frau ist. Hättest du die dann gegessen oder hättest du gesagt, no way? Und das ist etwas, das mir erst jetzt so richtig klar wird. Ich habe immer noch blinde Flecken bei dem Thema, nach fast 10 Jahren. Und auch 2017 und 2019 kommt es nochmal zu Momenten, in denen ich Produkte mit Milchanteil esse, damit sie nicht weggeworfen werden. Nicht öffentlich, aber doch vor den Augen anderer, die nicht vegan leben. Diese Außenwirkung war mir in der Form nicht klar. Ich habe Lebensmittelverschwendung verhindern wollen, aber dass ich vielleicht dafür sorge, dass andere sich dann weniger mit dem Thema beschäftigen, weil sie sehen, wie ungezwungen ich dann doch mal einfach irgendwas mit Käse oder Milch esse, das habe ich nicht bedacht. Und das ist auch nicht mein letzter blinder Fleck bei dem Thema. Dabei wurde ich doch schon so früh mit dieser Ausbeutung konfrontiert. Kurzer nostalgischer Ausflug. In der 6. Klasse fährt unsere Biolehrerin mit uns in den Zoo.
Sie erklärt, dass Zootiere zu kleine Gehege haben, unter Langeweile leiden und die Gefangenschaft ihnen schadet. Die Tiere zeigen oft die immer gleichen Bewegungen. Das nennt sich Stereotypie und werden dadurch körperlich und psychisch krank. Und das war für uns mit 12 Jahren eine ganz schön krasse Konfrontation mit einer Wahrheit, über die damals niemand so wirklich gesprochen hat. Man hat das nicht thematisiert. Man ging halt in Zoos, du driftest ganz schön ab. Aber dafür habe ich den durch... Ja, nein. Aber darum geht's jetzt nicht. Und wenn ihr jetzt sagt... Ey, eine Frage. Hast du nicht voll den Nährstoffmangel und zu wenig Eisen, B12, bist dauernd müde und kommst nicht mehr klar seit 9 Jahren? Ich komme schon viel länger nicht mehr klar. Aber darum geht's nicht. Also wenn ihr das jetzt fragt, dann muss ich euch auch was fragen. Was sage ich die ganze Zeit über? Dieses komplette Video über schon. Und keine Fragen. Keine Fragen. Keine Fragen. Keine Fragen. Okay, eine kurze Frage. Habe ich Nährstoffmangel? Seit ich vegan lebe, lasse ich jedes Jahr im Januar oder spätestens im Februar, je nachdem wann ich einen Termin kriege, meine Blutwerte checken. Das kostet ein bisschen extra, weil man beispielsweise Vitamin B12 oder Calcium im klassischen Blutbild gar nicht mit dabei hat. Aber so weiß ich immer, ob ich irgendwo einen Mangel entwickelt habe. Das ist nämlich gar nicht so unwahrscheinlich. Eine systematische Review über 48 Studien aus ganz Europa fand raus, dass viele Veganer die WHO-Werte bei B12 unterschreiten. Und das kann gefährlich werden. Ist bei mir aber tatsächlich noch nie vorgekommen. Wenn man vegan lebt, hat man sich mindestens einmal sehr genau mit seiner Ernährung auseinandergesetzt und weiß ungefähr, was man essen muss. Seit 9 Jahren sind meine Blutwerte hinsichtlich der veganen Lebensweise gut und sogar besser als vorher. Ausnahmen sind natürlich so extreme Experimente wie 30 Tage nur Junkfood essen. Da wurden die Werte schon krass schlechter. Aber solche Experimente hatten bisher keine langfristigen negativen Auswirkungen auf meine Blutwerte. Stopp! Du wirst B12 ja nicht komplett durch irgendein Gemüse bekommen, oder? Vegan lebende Menschen und Fleischesser bekommen ihr Vitamin B12 aus derselben Quelle, Mikroorganismen. Der Unterschied liegt nur im Weg dorthin. Veganer nehmen B12 direkt als Nahrungsergänzungsmittel auf, etwa über Tabletten, Tropfen oder Spray. Fleischesser allerdings bekommen es nicht natürlich über das Fleisch. In der Tierhaltung wird Vitamin B12 oder das Spurenelement Kobalt dem Futter zugesetzt, damit Mikroben im Tier genügend B12 für uns Menschen bilden. Dieses landet dann in Fleisch, Milch und Eiern. Auch Wiederkäuer, Kühe zum Beispiel, die theoretisch selbst genug B12 bilden könnten, bekommen meist mineralstoffhaltiges Futter. Das B12 im Fleisch stammt also genau wie bei veganer Ernährung aus mikrobieller Produktion. Veganer nehmen es direkt auf, Fleischesser indirekt über die Tiere. Und wenn du dich jetzt fragst, ob meine Magenprobleme beim zweiten Anlauf wiedergekommen sind, muss ich sagen, sieh mich an, wenn du mit mir redest. Bei meinem zweiten Anlauf gibt es viel mehr vegane Produkte im Supermarkt. Meine Magenprobleme kommen nicht wieder. Bei meinem ersten Anlauf gab es quasi nur Varianten von Tofu. Heute ist das anders. Die Lebensmittelindustrie hat erkannt, dass vegan ein wichtiger Markt geworden ist. Fleischhersteller wie unter anderem Rügenwalder Mühle erzielen inzwischen über 60% ihres Umsatzes über vegetarische und vegane Produkte. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was isst denn du die ganze Woche? So ist das mega kompliziert? Dann muss ich antworten, dass man sowas nicht mit vollem Mund fragt. Ich gebe euch aber trotzdem mal einen Überblick. Aber wirklich, Leute. Okay, was habe ich diese Woche gegessen? Ist jetzt vielleicht nicht die perfekte Woche, wo ich auf alles ideal geachtet habe, aber ich gebe euch einfach mal diese Woche. Erstens Bolognese. Das ist Sojahack, Paprika, Tomaten, Zwiebeln und wenn ihr wollt, dann Nudeln ohne Ei dazu oder mit Reis, keine Ahnung. Linsensuppe. Das sind Linsen, Sellerie, Zwiebeln und Möhren. Einfach alles in einen Topf, erhitzen mit ein bisschen Wasser, fertig. Kartoffeln. In jeglicher Form. Also da könnt ihr Backofenkartoffeln machen, Kartoffelpüree, Kartoffelecken, keine Ahnung, geht alles. Nudelpesto. Pinienkerne, Basilikum, Öl und Nudeln ohne Ei, logischerweise. Wraps. Super gerne esse ich Wraps. Mehl, Wasser, Öl für die Wraps. Die mache ich auch selber. Bohnen, Salat, Tomate. Hier könnt ihr auch noch Kartoffeln oder Reis reinhauen. Also, ach ja, und als Soße würde ich so eine vegane Mayo kaufen. Oder ich mache mir sehr, sehr gerne welche aus Tomatenmark und Kreuzkümmel. Also auch das rührt man einfach an. Es geht alles wahnsinnig schnell und ist sehr unkompliziert. Man muss es halt einfach 1-2 Mal gemacht haben. Und dann gab es mein absolutes Lieblingsgericht. Veganer Shepherd's Pie. Kartoffelbrei, Sojahack, Zwiebeln, Erbsen, Möhren, Tomatenmark. So, ich hoffe, ich vergesse jetzt nichts, aber das müsste alles sein.
Oh, und für einen süßen Snack, ja, manchmal braucht man den auch, gerade in sehr stressigen Phasen, Zimtschnecken. Hefeteig, Zimt, vegane Margarine, also Margarine ist ja eigentlich fast immer vegan. Und wenn ihr wollt, Ahornsirup für den Final Touch. Und was ich auch empfehlen kann, falls ihr mal Bock auf Käsesoße habt oder Käse, Cashewkerne, Hefeflocken, Hafermilch ordentlich pürieren. Oh ja, und Hafermilch mache ich übrigens auch immer selbst. Im Grunde sind das Haferflocken püriert und Wasser. Da gibt es 1000 Rezepte online, wie man das macht. Das Wasser muss besonders kalt sein, etc. Und all das nochmal mit Gewürzen eurer Wahl und Leinöl kombinieren. Das ist für Omega-3. Und riecht's hier nach Fleisch? Ich glaube, irgendwer grillt draußen. Ja. Das passiert mir immer noch manchmal und zeigt ein tief verwurzeltes Muster. Selbst nach 9 Jahren zieht mich der Geruch von Grillfleisch noch an. Studien weisen darauf hin, dass das völlig normal ist. Gerüche und Geschmäcker aktivieren nämlich unser Belohnungssystem. Dopamin wird ausgeschüttet, genau wie bei Zucker. Alte Essgewohnheiten oder bestimmte soziale Situationen können Erinnerungen und Heißhunger auslösen. Aber trotzdem, rückfällig geworden bin ich nie. Und die Forschung zeigt auch, wer seine vegane Identität fest verankert hat, dass es halt wirklich aus dem Inneren kommt und sich dann Strategien zurechtlegt, der bleibt langfristig konsequent vegan. Selbst wenn die Sinne mal wieder versuchen, einen zu locken. Dafür hast du keine Muskeln, du halbes Hemd. Und warum? Weil der Stadt. Das hier sind alles vegan lebende Menschen. Und ich glaube, das mit den Muskeln und der sportlichen Leistung ist jetzt kein Thema mehr. Und gleich werde ich aber was sagen, das vermutlich viele vegan lebende Menschen ärgern wird. Ich finde es aber wichtig, weil ich hätte es anders nicht geschafft. Eine Frage noch. Keine Fragen. Wie ist es mit Kleidung? Ist das nicht auch total kompliziert und super komplex und fast gar nicht zu schaffen? Okay, ja. Man kann sich natürlich ganz schön tief einarbeiten oder einfach darauf achten, ob die Kleidung vegan gelabelt ist. Also das war für mich die einfachste Umstellung von allen tatsächlich. Es gibt ja auch zum Beispiel veganes Leder. Ach ja, das darf man ja bald nicht mehr sagen. Genau wie Veggie-Schnitzel oder Hafermilch oder veganer Gouda. Aber darum geht's jetzt nicht. Bei diesem Thema gibt es keine Neutralität. Tierische Produkte zu konsumieren verursacht immer Tierleid und ist immer Ausbeutung. Trotzdem war es nicht leicht für mich, das wirklich zu verinnerlichen, so wirklich zu verstehen, während ich angeschrien wurde. Ich verstehe aber auch, warum man schreit, sobald man es verstanden hat. Weil man dann nicht mehr verstehen kann, dass wir nicht alle konstant schreien über diese Ungerechtigkeit. Und jetzt noch eine Sache, die der veganen Community vielleicht nicht so gefällt. Ich glaube, jeder Schritt in Richtung weniger Ausbeutung von Tieren verändert etwas. Weniger Fleisch, vegetarisch, vegan. Wissenschaftlich gesehen ist die vegane Ernährung jedoch der effektivste Weg für alle. Es senkt das Risiko für Herzkrankheiten, Diabetes und bestimmte Krebsarten, reduziert Treibhausgase, Wasserverbrauch und Landnutzung, schützt Biodiversität und verhindert Tierausbeutung. Und immer mehr Menschen folgen diesem Ansatz weltweit. Anfangen ist kompliziert, aber auch viel leichter, als man denkt. Man muss und sollte sich sowieso mit seiner Ernährung auseinandersetzen. Also so oder so, in jedem Fall. Es braucht einen Moment reinzukommen. Aber wenn man es einmal geschafft hat, du hast heute echt Sprachprobleme. Also, vegane Ernährung, vegane Kleidung, vegane Kosmetikprodukte, keine Zoos oder Zirkusse besuchen und die Ausbeutung von Tieren vermeiden. Das lohnt sich. Wie bei so vielen Dingen. An sich arbeiten lohnt sich immer. Ich fühle mich körperlich fit und auch wenn ich jetzt kein Muskelpaket geworden bin, laufe ich täglich entspannt stundenlang auf meinem Walking Pad, mache jeden Tag Yoga und komme gut klar. Vegan zu sein ist eine der besten Entscheidungen, auch wenn es gedauert hat und nicht immer leicht für mich war. Auch eine sehr gute Entscheidung ist, Planet Wild zu unterstützen. Wenn ihr euch selbst von der großartigen Arbeit überzeugen wollt, schaut euch gerne dieses Video an. Und wir sehen uns nächstes Mal, wenn ich versuche, in verschiedenen Phasen zu schlafen. Also pass auf dich.